Hey Paul, wie sieht's aus? Guten Morgen, Kai. Du, ich habe mega Bock, jetzt gleich in die Halle zu fahren und was wegzurocken. Bist du dabei? Ja, auf jeden Fall, ich bin am Start. Ich drehe aber heute mein erstes YouTube-Video und wäre cool, wenn du mir dabei hilfst. Eigentlich eher ungern, aber können wir schon machen, ist in Ordnung. Lass uns den Suzuki nehmen und losrocken. Okay, alles klar. Ich bin in 2 Minuten unten. Bis gleich, ciao. Ciao. I keep God first. I see evil when I converse. Like today say, this how God works. Play my position, what is given with no concerns. Set it off. Ach Mist, Kai. Wir haben vergessen, die Biotonne reinzuräumen. Fuck. You living boring, I'm gonna set it off. Shooting, I'm scoring, I'm gonna set it off. Like soldiers torn, I'm gonna set it off. Son of God, no, I am not son of man. Blessings keep falling, the fingers keep coming in. I got you, but just know I'm texting like Uncle Sam. Left to the bank, you know that I'm coming in. We don't do it for the bands though, we don't do it for the clout. Legacy on the line, so I'm moving in and out. Herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Ich bin ziemlich aufgeregt darüber, denn das wollte ich schon seit ein paar Jahren machen und jetzt geht es endlich los und ich bin wirklich happy darüber. Heute in dem Video geht es nicht um den Suzuki Wagon R. Den haben sich nämlich Paul von Passport Diary und ich zusammen gekauft für sage und schreibe 150 Euro. Das macht pro Person 75 Euro Kaufpreis und das ist ziemlich unschlagbar. Warum kaufen wir uns so eine alte Möhre? Weil wir das als unser Workhorse benutzen. Wir transportieren Sachen hin und her, weil wir hier in der Halle nämlich an unseren Autos arbeiten. Paul an seinem gigantischen Beast und ich habe hier meinen wunderschönen amerikanischen Schulbus stehen, in dem ich seit 5 Jahren lebe. Aber es ist jetzt Zeit für was Neues. So, willkommen in meinem Bus. Das sind die 8 Quadratmeter, auf denen ich 5 Jahre gelebt habe. Und in dem Video stelle ich euch natürlich den Bus vor, wo ich den her habe, ein bisschen Background zu dem Fahrzeug. Und ich möchte euch auch kurz ein bisschen Background über mich geben, wer ich überhaupt bin und was ich mache. Ich bin seit über 30 Jahren freiberuflicher Filmemacher, habe angefangen als Kameramann. Dann kam Schnitt dazu, dann kam Regie dazu und das ist quasi das, was ich jetzt mache in der Hauptsache. Ich arbeite als Regie-Kameramann und das ermöglicht mir natürlich auch diesen Lifestyle. Das heißt, ich arbeite nicht permanent, ich habe dazwischen große Phasen, wo ich gar nicht arbeite. Und hinzu kommt halt auch noch, dass wenn man in so einem Bus lebt, man nicht mehr so viel Geld braucht wie in einer Wohnung und wenn man so einen minimalistischen Lifestyle hat, kann man dann von dem Geld schon eine Weile leben auch. Und das hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert und ich hoffe, das geht auch so weiter. Aber jetzt erstmal zu dem Bus. Aber ich glaube, ich fahre den am besten mal raus, dann können wir uns den besser angucken. Okay. Los geht's natürlich erstmal mit Vorglühen, denn das Herzstück von diesem Bus ist ein echter Detroit Diesel von 1993 mit 6,2 Liter V8. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie viel verbraucht der? Zwischen 16 und 18 Litern auf 100. Aber jetzt schmeiße ich mal an. Hört sich ein bisschen an wie ein Traktor, aber ich liebe diesen Sound, das ist einfach unbezahlbar. Ich bin den Bus auch schon eine ganze Weile nicht mehr gefahren und es ist jedes Mal für mich, wenn ich den Motor anmache und den Bus fahre, das ist einfach Magic. Anders kann ich es nicht beschreiben. Und es ist auf jeden Fall dieses Auto ein absolutes Traumfahrzeug mit allem, was dazugehört. Es ist von
Zu dem Modell, es ist ein 1993er GMC Vendura. Das Besondere an dem Bus ist, dass es ein Auto war für den Behindertentransport. Das heißt, hier war ein großer Rollstuhllift in der Seitentür. Und ich war zuerst überhaupt nicht begeistert von dieser Seitentür. Und es hat sich aber herausgestellt, das ist wirklich Gold, sowas zu haben. Weil man macht die Seite auf und dieser ganze Bus ist ein ganz toller, ein Riesenraum. Und du stehst irgendwo, guckst raus. Es ist wirklich fantastisch. Was gibt es noch zu sagen? Der Bus ist vollkommen autark. Ich habe 100 Liter Wasser an Bord. Das hält für, ja, wahrscheinlich für eine Woche. Kommt immer ganz drauf an. Dann habe ich auf dem Dach 320 Watt Solar, 200 Ampere-Stunden AGM-Batterie. Und es hat alles immer sehr gut funktioniert. Ich habe einen Kühlschrank, kein Bad, was für mich okay ist. Dafür habe ich aber eine Komposttoilette. Das war mir extrem wichtig, sowas zu haben, weil ich einfach nicht gerne im Wald rumrenne und sowas mache. Ansonsten ist der Bus jetzt mittlerweile 6,40 Meter lang. Hinten ist meine Plattform fürs Motorrad, die zeige ich euch jetzt gleich. Und Stehhöhe habe ich drin 1,80, ist vollkommen okay. Und Verbrauch habe ich schon gesagt, circa 16 bis 18 Liter, je nachdem wie beladen er ist. Wenn das Motorrad jetzt hinten drauf ist, dann liege ich bei 18. Und wenn ich ohne Motorrad unterwegs bin, sind es circa roundabout 16 Liter auf 100. So, das ist die besagte Plattform für mein Motorrad. Ein absolut geniales Teil. Es ist eine Spezialanfertigung. Das hat ein Freund von mir gebaut. Das Ganze hat 6 Wochen gedauert. Es war ein unglaubliches Projekt, denn es musste natürlich verschiedene Funktionen erfüllen. Ich wollte unbedingt Stauraum haben. Das heißt, hier ist jede Menge Platz für Öle, Werkzeug, alles, was man nicht so im Bus haben möchte. Dann, da ich hier meine Tür habe, die zum Kofferraum führt, muss das Ganze natürlich schwenkbar sein. Und das funktioniert so. Man kann es dann komplett wegschwenken, kommt hier hinten an die Tür und es ist einfach perfekt, dieses Teil. Ich muss sagen, meine XT dabei zu haben als Motorrad hinten drauf, hat sich extrem gelohnt. Das ist einfach, man hat viel mehr Freiheit, man muss nicht permanent mit dem Bus irgendwo hinfahren. Und für mich auch als Fotograf komme ich natürlich mit so einer Enduro auch überall hin, wo ich mit dem Bus jetzt nicht mehr hinkomme. Und das ist wirklich ein Geschenk. Davon abgesehen macht es natürlich immens viel Spaß, mit der XT noch ein bisschen durchs Gelände zu ballern. Was für mich am Anfang auch extrem wichtig war, war der Dachgarten oben. Das bringt jede Menge Stauraum. Die Solarpanels sind oben drauf. Ich hatte noch 2 Aluboxen drauf, eine Thule-Box mit jede Menge Stauraum. Also da ließ sich einiges verstauen. Und davon abgesehen ist es einfach auch eine schöne Plattform zum Fotografieren, zum Filmen. Man steht erhöht, man kann da super eine Drohne starten. Und das hat sich also ziemlich bewährt, würde ich definitiv immer wieder machen. So, jetzt aber zum Wesentlichen. Was hat mir am Bus, jetzt kommt Paolo Marcella.
Ich bin hier am Arbeiten. Paul. Du musst dich daran gewöhnen, dass sich die Leute nerven, wenn du irgendwas arbeitest und Ruhe brauchst. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Das war übrigens auch ein Thema, was mir nicht gefallen hat am Busleben. Dadurch, dass das so ein auffälliger Bus ist, wirst du permanent fotografiert. Die Leute kommen an, wollen was wissen und so. Was ganz schön ist, aber was irgendwann auch echt mal nervig ist, wenn man seine Ruhe haben will. Ich komme später nochmal zu euch in die Halle. Ich will auch noch was erzählen. Okay, erzähl. Und zwar, komm da kurz rein. Es ist auch geheim, wo unsere Werkstatt ist. Es ist absolut geheim. Ja, ich weiß. Damit hier keiner vorbeikommt. Nee, machen wir ja auch nicht. Just saying. Ich komme aber nachher nochmal in die Halle, weil ich habe noch eine Frage an dich. Have fun. Bis später. Also jetzt nochmal. Danke, Paul, für die Unterbrechung. Was hat mir am Busleben besonders gut gefallen und was hat mir überhaupt nicht gefallen? Was mir natürlich besonders gut gefallen hat, ist das Reisen grundsätzlich. Was mir gut gefallen hat, ist an vielen verschiedenen Orten stehen zu können, einfach die Freiheit zu haben, den Schlüssel umzudrehen. Du hast alles dabei und fährst einfach woanders hin. Und das war für mich auch als Filmemacher und Fotograf immer eine totale Inspiration. Ich habe wahnsinnig viele Fotos gemacht. Meine Fotografie ist immer besser geworden, weil das halt so ein Trainingsding auch ist. Und habe mich um meinen Instagram-Kanal gekümmert. Und das war definitiv ein Vorteil. Und natürlich auch dieser minimalistische Lifestyle, wenig Sachen zu haben, war für mich auch eine tolle Erfahrung. Und es war auch für mich, diese Wohnung aufzugeben damals, war zwar ein extrem harter Schritt, fand ich, als ich den Schlüssel weggegeben habe und wusste, okay, jetzt gibt es einfach nur noch den Bus und es gibt keine Wohnung mehr, kein Ort, an den ich mal hin zurückkehren kann. Und das war ehrlich gesagt ziemlich hart. Und dann komme ich jetzt auch gleich zu den Punkten, die mir nicht gefallen haben oder was irgendwie komisch war. Das ist nämlich tatsächlich, ich kam mir ganz oft lost vor an den Orten, wo ich war, weil ich einfach auch keine Basis hatte, an die ich so zurückkehren kann. Und dann stehst du halt irgendwo in Griechenland und fragst dich, ja, was mache ich hier jetzt eigentlich? Und ich war so ein bisschen heimatlos. Das ist definitiv ein Thema gewesen für mich und das ist jetzt Gott sei Dank anders, dank der Wohnung, die ich jetzt habe und es gibt hier eine ganz tolle Community von Leuten und das ist einfach toll, wenn man an so einen Ort zurückkehren kann und da Menschen sind, die man kennt und mit denen man gerne Zeit verbringt. Das war ein Ding. Und dann war es natürlich auch hart. Ich habe ja öfter gearbeitet zwischendurch, logischerweise. Gerade wenn dann das Wetter auch schlechter wird, dann kann es auch schon mal ungemütlich werden, wobei ich auch diese Momente ganz schön fand eigentlich. Wenn es nicht immer Sonne und See und 25 Grad ist. Und das hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, damit ihr euch davon mal einen kleinen Eindruck verschaffen könnt, wie es so ist, in der Stadt zu campen bei Regen. Das zeige ich euch jetzt. Jetzt habt ihr ja gerade in dem kurzen Video gesehen, dass ich eine Katze dabei hatte und ich bin tatsächlich von den 5 Jahren
3 Jahre mit Katzen gereist, was ein wundervolles Erlebnis war. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es gab Riesenwanderungen mit den Katzen. Und die sind hier im Bus aufgewachsen. Und es war einfach eine wunderschöne Zeit, mit denen durch die Natur zu streifen und Sachen zu entdecken. Das war wirklich definitiv eins der Highlights. Warum brauche ich jetzt eine Pause von diesem Leben? Warum habe ich mich entschieden, in eine Wohnung einzuziehen wieder? Ich habe das Gefühl, dass ich mal zur Ruhe kommen muss. Und ich habe das Gefühl, dass Veränderung wichtig ist für mich. Und ich denke tatsächlich drüber nach, diesen Bus zu verkaufen. Und es würde mich jetzt interessieren, eure Meinung, was ihr dazu denkt. Was haltet ihr davon? Soll ich den verkaufen oder behalten? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Im Moment kann ich mir das nicht mehr vorstellen, Fulltime im Auto zu leben. Dazu ist mir die Wohnung einfach auch viel zu wichtig und viel zu schön. Und es ist, wie gesagt, es ist ein Ort, an dem man hin zurückkehrt. Und ich glaube, dass der Schlüssel zur wirklichen Freiheit, die man meiner Meinung nach Fulltime im Bus eigentlich gar nicht wirklich hat, ist, glaube ich, für mich der Schlüssel, einfach eine Kombination aus beiden zu haben. Also sagen zu können, okay, heute fahre ich mal 2 Wochen irgendwo hin mit dem Bus und habe aber immer einen Ort wieder, an den ich zurückkehren kann. Und das ist für mich die Hauptentscheidung gerade. Das Ganze gibt mir ganz viel Freiheit, weil ich habe viel mehr Zeit. Das ist irgendwie auch der Grund, weshalb ich jetzt endlich diesen YouTube-Kanal machen kann, weil ich die Zeit habe dafür, das zu tun. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, für mich gerade sehr wichtig. Und das ist der Grund, weshalb ich mich jetzt entschieden habe, in dieser Wohnung erstmal zu wohnen. Sei es jetzt für den Winter oder noch länger, weiß ich nicht. Und das ist übrigens auch noch ein anderer Punkt, dass jedes Mal, wenn das Wetter kalt wurde, kam so dieses Gefühl auf, okay, ich muss jetzt langsam mich auf den Weg machen, ich muss jetzt langsam ins Warme fahren, weil du es hier im Bus in Deutschland einfach auch gar nicht aushältst. Also ich habe das versucht mal für einen Monat bei tiefstem Winter, da waren es minus 15 Grad, mir ist hier drin alles gefroren, es war einfach Horror, absoluter Horror. Und ich freue mich jetzt gerade darüber, dass ich nicht zwingend jetzt wegfahren muss, weil ich die Zeit hier gerade genieße und hier echt eine gute Zeit habe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Kurz noch zu meinem neuen YouTube-Channel. Was gibt es hier überhaupt zu sehen? Mit welchen Themen beschäftige ich mich? Grundsätzlich ist das sehr vielfältig bei mir und ich habe noch gar keine klare Linie. Es wird auf jeden Fall nach wie vor um Camper gehen. Es wird um Ausbau gehen, denn ich habe irgendwie auch mein ganzes Leben schon an Autos geschraubt und Sachen gebaut. Und es ist, wenn man freischaffender Künstler ist, macht mir das unheimlich viel Spaß, mit meinen Händen was herzustellen, mit meinen Händen was zu bauen, was man anfassen kann und was man benutzen kann hinterher. Und es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und deswegen ist es halt auch ein großer Teil von meinem Leben. Ansonsten gibt es bestimmt Content mit Motorrädern. Motorräder sind nämlich meine zweite große Leidenschaft. Und dann natürlich Film, Fotografie. Da gibt es ganz viel Wissen, was ich gerne auch mit euch teilen möchte. Lasst mir das mal in den Kommentaren da, was ihr denkt, was ihr gerne hören wollen würdet, was ihr gerne sehen wollen würdet, worüber ich erzählen soll, worüber ich sprechen soll, würde mich wirklich interessieren. Aber bevor ich das Video jetzt beende, gehe ich noch einmal rein zu Paul, denn ich habe an Paul noch eine Frage bezüglich Verkauf, ob ich das Auto verkaufen soll, ob ich es behalten soll und wenn ja,
welches Fahrzeug mir Paul empfehlen würde. Denn ich kann mir niemand Besseren vorstellen als Paul. Der kennt sich wirklich aus. Der hat jede Menge Autos gehabt. Deswegen gehe ich jetzt mal rein und frage ihn mal. Und ich bin gespannt, was er mir erzählen wird. Paul, ich muss dich mal kurz unterbrechen mit einer sehr wichtigen Frage. Ja. Ich denke tatsächlich über den Verkauf meines Schulbusses nach. Was hältst du davon? Erstmal Big News als allererstes. Ich finde es immer gut, mal was Neues zu machen, vor allen Dingen, wenn man etwas Altes nicht mehr braucht, weil bevor das irgendwie bei einem hier rumsteht und schön gammelt, wie meine G-Klasse da hinten zum Beispiel, finde ich einmal ein bisschen schade, dass es so rumsteht und nicht die Liebe bekommt, die es eigentlich braucht. Aber wenn man was Neues haben möchte, weil sich die Lebenssituation verändert, dann finde ich es immer absolut richtig, da einfach das Ding abzustoßen und sich das zu besorgen, was man halt gerade in dem Moment benötigt. Auch wenn es wieder viel Arbeit bedeutet und man nicht so genau weiß, was da so kommt. Aber ich finde es immer gut, wenn es weitergeht. Also von daher, go for it, Kai. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welches Auto, du kennst mich ja jetzt ein bisschen, was würdest du mir empfehlen an Auto? Was soll ich mir besorgen? Ich bin ja ein altes Mercedes-Kind. Ne? Also wenn du hier so rumguckst, habe ich eigentlich hauptsächlich Mercedes, aber ich habe auch schon andere Fahrzeuge besessen, Japaner etc., die ich auch richtig geil fand, also die richtig, richtig gute Autos waren. Was würde zu dir passen in jedem Fall? Ich würde ja auch erstmal so ein bisschen auf Mercedes tippen. Kann ich mal noch kurz was sagen? Ja. Ich habe ja so einen kleinen Wunsch, das wäre so ein T1 4x4. Finde ich mega geil. Ist eine super coole Kiste. Zufälligerweise habe ich ja noch eine bei mir im Fundus. Aber den kriegst du nicht. Den willst du mir ja nicht kriegst du verkaufen. Nee, den kriegst du nicht, Kai. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da ja so beide einmachen und mal gucken, wer das schönere Fahrzeug macht, Kai. Wäre auch Dann eine müssen wir Möglichkeit. aber auch zusammen traveln dann mit unseren beiden T1. Wäre richtig geil. Das würde ja so cool aussehen. Also ich habe da auf jeden Fall eine Vorstellung, wie meine Karre aussieht. Ein T1 würde dir richtig gut stehen. Ich weiß allerdings auch, Kai, dass du schon länger so ein Ding haben wolltest. Und vielleicht finden wir einen für einen soliden Preis. Muss man gucken, weil der Markt ist echt mega leergefegt bei den Fahrzeugen. Okay, das checken wir auf jeden Fall mal aus. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was für ein Wagen in Frage kommt für mich. Und vielleicht auch, ob ihr vielleicht noch einen zu Hause stehen habt, der nicht zu teuer ist. Das wäre auch eine Option, ne? Weil Kai sucht ja, wie ich gerade festgestellt habe, einen. Danke, Paul. Gerne, ich bohre weiter. Schaffen. Danke. Bis später. Mein großer fertig wird. Ja, der ist auch wirklich nice. Vielleicht leih ich mir den mal aus, glaube ich. Ja, gerade kannst du den ausleihen, weil ich darf ja noch gar nicht fahren. Stimmt. Aber bald. Gib mir wenige Wochen, dann hab ich's. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Denn für mich ist es eine wahnsinnig riesengroße Umstellung, von meinem Job hinter der Kamera auf den Job vor der Kamera zu wechseln. Da werde ich noch eine ganze Zeit brauchen, bis das alles irgendwie smooth läuft. Ich freue mich über euren Support und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn ihr das liked und das Video auch shared, könnt ihr auch gerne machen. Im nächsten Video gibt es dann definitiv eine komplette Roomtour von meinem Bus und da erfahrt ihr dann wirklich auch die ganzen Details, wie ich es gebaut habe, wie lange es gedauert hat und so weiter. Den ganzen Rattenschwanz gibt es dann zu sehen. Okay, vielen Dank für eure Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.